Ja, dann herzlich willkommen. Jetzt kommen wir ein bisschen down to earth. Jetzt haben wir eben wunderbare AI-Slides gesehen und Report und Farben. Jetzt kommen wir ein bisschen zurück in die Realität von jemandem, der das gerade eingeführt hat. Mein Name ist Volker Herr. Ich leite das Portfolio- und Projektmanagement bei der KPT in der Schweiz. Bin ursprünglich aus dem großen Kanton und inzwischen Doppelbürger. Daher hört man mich wahrscheinlich auch weniger. Der Kollege könnte dann im Original gleich nochmal, kommt direkt aus der Schweiz. Es ist so, dass, vielen Dank Renke, ich angefragt worden bin, nach der Einführung mal einen Erfahrungsbericht abzugeben. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe dabei aber auch gesagt, ich würde dann eben auch über Themen reden, die vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind. Ich sage immer gerne, ich gönne mir den Luxus der Ehrlichkeit. Und von daher, also wenn jemand Fragen hat, ich bekomme für jedes Mal, wenn ich 100 sage oder wenn ich Projektum sage, 100 Franken. Aber ansonsten bin ich dann schon ehrlich. Ganz kurz die KPT, weil wir hier in Deutschland sind, habe ich nicht das Gefühl, dass ich viele Kunden werben kann. Deshalb mache ich das sehr kurz. Wer ist die KPT? Wir sind eine Krankenversicherung in der Schweiz. Wir haben, sitze stolz darauf, immer Bestnoten bei der Kundenzufriedenheit, Rang 1, 2 oder 3. Es gibt uns seit über 130 Jahren. Klimaneutral. Wir haben eine eigene Vertriebsorganisation. Allerdings haben wir nur einen Hauptsitz, der ist in Bern, und wir haben 3 Landesteile in der Schweiz. Einen deutschen, einen französischen, einen italienischen und jeweils eine Niederlassung in diesen Landesteilen. Noch zusätzlich Erfolgsbeteiligung, wir sind eine Genossenschaft, das sind viele Krankenversicherer in der Bern. Der Hauptsitz ist in Bern selbst. Wer war schon mal in Bern? Ah, nice, wunderbar. Wir haben ein Prämienvolumen von ungefähr 2,4 Milliarden, 600.000 Versicherte. Und 75% davon sind Online-Kunden. Und das ist jetzt noch ganz wichtig. Die KPT hat vor 3 Jahren, ich habe das Projekt mitgemacht, die komplette IT outgesourced. Das heißt, wir haben keinen einzigen Server mehr. Unsere Meinung ist, dass wir nicht die Kompetenz haben im Betreiben von Servern, sondern im Management unserer Kunden. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Aber wir haben eine relativ große IT und das hat einen Grund. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum haben wir keine Server mehr, aber eine große IT. Das passt dann nicht zusammen. Doch, das passt zusammen, weil wir kundenorientiert, dienstleistungsorientiert sein wollen. Dafür brauchen wir Leute. Und deshalb kam dann auch die Idee, mit Projektum zusammenzuspannen. Zeit zu investieren in Themen, die eine Maschine erledigen kann, ist keine gute Idee. Und deshalb Projektum zu installieren. Ich habe eben sehr gut aufgepasst. Das Backlog hat sich gefüllt. All die Themen mit AI sind fantastisch und wir müssen das unbedingt angehen. Und zwar in der Art, wie der Renke und der Jakob das gerade eben gezeigt haben. Das ist wirklich großartig, wohin die Reise geht. Und deshalb kleiner Spoiler-Alarm, wenn ich mich heute entscheiden müsste, es kommen vielleicht 1, 2 Themen, wo ich sage, das läuft noch nicht so gut. Wenn ich mich heute entscheiden müsste, ich würde mich wieder für Projektum entscheiden. Und natürlich haben wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, falls doch mal jemand in die Schweiz kommt. Es ist so, dass wir die erste Krankenkasse waren in der Schweiz, die eine App programmiert hatte. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen und da oben auf der rechten Seite seht ihr gerade, wir sind jetzt die erste Krankenkasse, die ein komplett digitales Angebot hat. Das heißt, man muss das Haus nicht mehr verlassen, um zum Arzt zu gehen, um seine Medikamente zu bestellen. Man kann alles von zu Hause aus machen. Über die App. Das heißt, man kann einen Symptomchecker starten, man kann mit dem Arzt in Kontakt treten, wir haben Informationen zum Arzt. Man kann die Medikamente bestellen, sie werden online zugeschickt, man muss das Haus nicht mehr verlassen. Und ich glaube, in die Richtung geht es. Der Renke hat eben erzählt, schneller. Schneller ist das eine, aber auch Service und mehr Dienstleistung, dienstleistungsorientiert. Und ich glaube, das kommt, wir arbeiten daran, dass wir dann Operationen zu Hause durchführen können. Ganz so weit sind wir noch nicht. Gut, das soll es schon gewesen sein zur KPT. Diese Slide, ich glaube, es geht jedem im Raum gleich. Wer hat Projektum noch nicht eingeführt hier im Raum? Okay, so einige Hände gehen hoch. Von denen, die Projektum eingeführt hat, wenn ihr euch das so durchlässt, ich glaube, das kommt allen relativ bekannt vor. Budgetüberschreitung, verfehlter Scope, intransparente Projekte. Bei der Transparenz, Projektplanung, Reporting, Stakeholder-Management, Produktivität, ich glaube, das sind Probleme, die sind nicht KPT-typisch. Die haben wir alle. Und jetzt war die Frage, was machen wir damit? Wir hatten kein Projektmanagementsystem im Einsatz. Wir haben noch DevOps im Einsatz.
Dann habe ich geprüft, ob DevOps möglicherweise auch Projektmanagement kann. Nach meiner Meinung nach nicht. Ich habe mich dann dagegen entschieden, das mit DevOps zu versuchen. Wir werden aber DevOps noch anschließen müssen, weil unsere Scrum-Teams über DevOps arbeiten. Da war sehr interessant, was gerade gezeigt worden ist von Holert. Die Verbindung von Projektteams zu Scrum-Teams ist bei uns ein wichtiges Thema. Wahrscheinlich bei verschiedenen anderen auch. Und ein schwieriges Thema, wahrscheinlich auch nicht nur bei uns, weil das zwei Welten sind, Projekt und Scrum, die jetzt erst noch zusammengebracht werden wollen. So sah dann ungefähr unsere Einführung aus. Es waren 6 Monate, es geht wesentlich schneller. Es geht auch wesentlich langsamer, je nachdem, was man macht. Wenn man mehr anpasst, geht es langsamer. Wenn man sehr beim Standard bleibt, geht es schneller. Was ich immer wieder empfehlen würde, die technische Installation geht relativ einfach, dann initiale Schulung. Aber was ich immer empfehlen würde, wäre das Ganze, wie ich gerne nenne, einen Plateauansatz, wie beim Bergsteigen. Das heißt, man nimmt mal das erste Plateau und kann da bleiben. Man kann auch wieder zurückgehen, möglicherweise. Man kann da bleiben und hat da Verpflegung und kann da bleiben. Oder man geht aufs nächste. Man muss nicht zwingend zum Berg, zum Gipfel. Man kann irgendwo zwischendurch stehen bleiben. Also ich würde nicht versuchen, in einem Sprung gleich zum Ende zu gehen, sondern mal Schritt für Schritt vorzugehen. Stück weit agil. Dann haben wir nicht SAP im Einsatz, sondern unser Backend heißt Abacus, beziehungsweise das Finanz-Backend. Für die Versicherungswirtschaft haben wir nochmal ein anderes. Da haben wir, vorhin ist es erwähnt worden, die Ist-Zahlen kommen aus dem System, die Rechnungen kommen aus dem System. Dann das Thema Reporting, das ist bei uns jetzt im Moment noch nicht so gut gelaufen. Ich habe eben wunderschöne Reports gesehen, wo wir dann demnächst wahrscheinlich auch davon profitieren können. Im Moment ist das noch nicht so. Das Thema mit der Migration immer gerne gesehen in Projekten, finale Migration, Testing und dann waren wir live zu Ende März. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, jederzeit gerne. Wie sieht das jetzt aus bei uns? Die grünen sind integrierte Teile, die grauen per Link angebundene Teile. Das heißt, wir haben jetzt zentral Projektum PPM, den Teamplanner, ich zeige das gleich, die Zeiterfassung in Time for Teams. Was mit an Bord kommt, ist B-Analytics. Was wir dann angebunden haben in der Confluence als Dokumentation für Text. Wir versuchen zu verhindern, dass jemand Files in Confluence ablegt oder auf Confluence ablegt. Abacus direkt angebunden und ganz wichtig MS Teams. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir noch mehr wünsche. Jetzt gucke ich mal Dänemark an, wo ich mir noch mehr Integration wünsche in den Teamplanner. Das heißt, Projektum und Teamplanner zusammenzubringen. Aber wir legen jetzt neu alles auf MS Teams ab. Das heißt, wir haben einen Link geschaffen. Alle Projektablagen werden auf MS Teams gemacht. Denn hinter MS Teams wissen wir, liegt SharePoint. Also wir legen auf SharePoint ab. Und da drin eben da SharePoint, dann der Planner und OneNote. Was in 2024 jetzt schon startet, ist das What If, das, was der Renke Holert gerade eben gezeigt hat, beziehungsweise der Jakob, und Projektum KI. Ich verspreche mir sehr viel davon. Gerade eben so Themen wie, ich fand das spannend, mal einen Use Case ausfüllen zu lassen von der KI, warum nicht? Denn so groß unterscheiden die sich nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, unsere Prozesse, zumindest bei uns, kann man einer KI schon beibringen. Das Business Know-how, das kann man einer KI schon beibringen. Wenn man ihr das mal beigebracht hat, dann kommen da wunderbar und relativ schnell, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei uns, wir haben ein kleines Business-Analysten-Problem, Flaschenhals. Und das ist nicht ganz so einfach, das Ganze zu spezifizieren. Aber wenn eine KI dabei helfen kann, man die vorher trainiert hat, dann ist das sicherlich sehr, sehr hilfreich. Und dann in die Richtung möchte ich unbedingt gehen. Also KI steht für mich ganz, ganz oben auf der Tagesordnung. Und dann für 25 die Integration in DevOps. In DevOps sind die Scrum-Teams, wir haben 7 Scrum-Teams unterwegs und organisieren sich da. Und das möchte ich ganz gerne integriert haben. Und das sah eben sehr interessant aus. Das ist jetzt die KPT, unsere Projektmethode. Ich will hier keine Schulung über Projektmanagement machen, aber wir werden das gleich wiedersehen. Wir haben hier oben die Quality Gates, unsere Quality Gates. Auf der rechten Seite ist das Projekt, Quality Gate 3 ist der Projektstart, 7 das Projektende. Davor haben wir die Freigabe, das Management der Ideen. Wir haben Projektum von Anfang bis Ende im Einsatz, MS Teams integriert. DevOps möchten wir dann noch dazu haben, Confluence integriert, Abacus und ServiceNow noch als Ticketsystem im Einsatz. Das ist das, wie wir Ideen generieren. Das ist unser, ja? Habt ihr ServiceNow in Projektum auch verknüpft oder? Noch nicht.
Ich möchte ganz gerne über ServiceNow die Ideen generieren lassen. Das heißt, in ServiceNow, man geht in ServiceNow, erfasst die Idee, die wir hier sehen. Das heißt, all diese Felder möchte ich ganz gerne in ServiceNow haben und das Ganze dann verbinden mit Projekten. So machen wir das, so organisieren wir das im Moment. Hier oben haben wir Ziele, wie wollen wir das Ganze erreichen. Dann haben wir Scope, Time und Budget. Dann den Nutzen für den Kunden, Erfolgskriterien, Chancen und Risiken, Teaminformationen und hier unten noch Informationen, wer leitet das Ganze. Und wenn wer jetzt eben gut aufgepasst hat, der Renko Rohlert hat was gezeigt von einem What-If-Szenario, wo Ressourcen abgefragt wurden am Anfang. Das geht nur, wenn man hier natürlich eingibt, wie die Idee, mit welchen Ressourcen die Idee ausgestattet sein muss. Das heißt, man muss hier schon relativ genau auf Ressourcenebene, auf Rollenebene, würde ich tippen, oder empfehlen, auf Rollenebene schätzen, wie viel Ressourcen braucht denn diese Idee pro Rolle. Das macht die ganze Sache, also wenn ich mit den Daten am Ende so umgehe, wie der Jakob und der Renke das gezeigt haben, dann muss man vorher die Daten alle erheben. Das macht den Prozess am Anfang natürlich etwas länger, aber man hat dann den Nutzen, den wir gerade eben gesehen haben. Da möchte ich jetzt demnächst hin, dass dieses Feld sich verändert zu einer Darstellung, welche Rollen haben wir und über die Zeitlinie, wie viele Ressourcen werden für die Idee dann gebraucht. Gut, das wäre es schon gewesen, kurz und knapp. Dann würden wir jetzt in die Live-Demo einsteigen. Und zwar sieht das bei uns so aus. Im Prinzip dasselbe Bild, das der Jakob eben gezeigt hat, nur mit einigen Sujets von unserer Firma jetzt hinterlegt. Wir haben oben links Ideen, dann Initiativen, alles auf Englisch. Wir sind im Moment daran, das Ganze auf Französisch, Italienisch und Deutsch auch anzubieten, sodass sich das dann jeder einstellen kann. Auf der linken Seite das, was wir eben auch schon gesehen haben, Roadmap Report, dann Portfolio, Programme, Initiativen, Ideen, Timesheet gehen wir gleich auch noch drauf ein und hier unten dann ein Zusammenzug von allen Entscheidungen in allen Projekten oder allen Change Requests in allen Projekten. Das ist spannend für Projektsteuerungsausschüsse, die nicht in einzelne Projekte gehen wollen und sagen, wo sind denn jetzt möglicherweise die Anträge, sondern das kann man sich schön zusammengezogen anzeigen lassen. Jetzt, wenn wir uns irgendeine Idee anschauen, dann kommen uns diese Felder schon ein bisschen bekannt vor. Erfolgskriterien, Nutzen, generelle Informationen und wenn wir dann auf der linken Seite weiter runtergehen, dann kommt da sowas wie Zeit, Scope und Budget. Das heißt, hier haben wir dann im Prinzip den Canvas übertragen und starten dann von hier. Der Renko Rohlert hat das vorhin gezeigt. Wir drücken dann auf den Knopf von hier und kreieren von hier aus dann die Initiative bzw. das Projekt. Der Canvas wird bei euch schon übertragen durch den Automatismus? Manuell. Der ist im Moment auf dem PowerPoint, das wir gesehen haben, wird im Moment manuell erfasst und das möchte ich gerne ändern, dass wir das in ServiceNow, der Antragsteller erfasst das in ServiceNow, in einem Template, das wir vorgeben, das dann so ähnlich aussieht und dann werden es automatisch überspielen auf diese Seite. Man könnte es natürlich rein theoretisch auch hier machen, aber dann muss ich jedem Zugriff zu PowerPoint, zu Projektum geben und dann fragt mich der Renke nach Lizenzen. Am ServiceNow hinaus. Ja, nur habe ich da schon für alle Mitarbeiter Lizenzen. Gut, das Ganze als Initiative, so sieht das bei uns aus, wenn wir auf die Initiative gehen. Das kann man, wer Projektum kennt, weiß, man kann sich das zusammenstellen, den View, wie man das braucht. So haben wir das jetzt oder ich das jetzt mal gemacht, dass wir da Projektnummern haben, Informationen, Portfolio, Projektleiter, Start, Ende. Hier ein genereller Indikator, wo steht das Projekt? Ist ein Projekt, eine Initiative, ein Vorprojekt? Und dann geht es auf der Seite weiter, dass dann noch weitere Indikatoren angezeigt werden, wo das Projekt steht. Und wenn wir jetzt mal in ein Projekt gehen, dann kommt uns das auch schon vertraut vor. Wir sehen da oben wieder die Timeline, das heißt den Workflow. Dieses Projekt ist jetzt gerade da in dem Status, dass es in der Projektabwicklung steckt. Wir haben Basisinformationen, wir haben Finanzinformationen, wir haben Links. Hier verlinken wir dann Teams und die Teams-Ablage, das heißt die Dokumentation von Teams, das DevOps-Projekt Confluence und weitere Links, wenn die gebraucht werden. Dann haben wir die Timeline. Das kennen wir auch schon. Ich denke mal, das ist auch jedem bekannt, das Übliche, was man sich unter einem Projektmanagement-Tool vorstellt. Allerdings, nach meiner Meinung nach,
mal ausreichend das Wesentliche. Es ist kein MS-Project Highflyer mit allen Funktionen. Macht auch nicht so viel Sinn, weil ja zum Beispiel die Ressourcenplanung auf einem eigenen Tab dargestellt wird und auf einem eigenen Reiter dargestellt wird. Also die Funktionen sind schon da, nur wenn man jetzt ein MS-Project, ich weiß nicht, wer ist MS-Project ausgewählt, ja. Also wer sich da auskennt, der wird vielleicht die eine oder andere Funktion vermissen. Ich würde sagen 99 von 100 Projektleiter nicht, weil sie die gar nicht gekannt haben, die Funktionen von MS Project. Also hier kann man relativ einfach darstellen, ich weiß gar nicht, ob man das gut erkennen kann, das ist dunkelblau, das ist hellblau, man kann dann hier anfassen, den Schieber rüberschieben, je nachdem, wo man dann steht und bekommt dann einen Fertigstellungsgrad, da oben steht 62%. Das ergibt sich dann daraus, dieses hier ist jetzt verspätet, das sieht man, das ist noch hellblau, das ist schon dunkelblau zu 100% fertig, das zu 0% und so einen schönen Überblick. Die anderen Themen sind schon genannt worden, Ressourcen, Zuweisung. Da will ich dann nicht weiter drauf eingehen. Dann haben wir einen Financials-Tab. Ich wechsle mal hier auf diese Seite zu Financials Informationen, wo wir das Ganze so dargestellt haben, dass wir Investitionen, Fremdleistungen und Eigenleistungen haben. Dann sagen wir Budget unveränderlich, Kredit, dann kommen die Ist-Zahlen, werden eingespielt, Estimation at Completion und eine mathematische Projektion, wo das Projekt landen wird. Das Ganze jetzt mal dargestellt auf Monatsebene oder auch eben auf Jahresebene. So wird das aussehen und wenn wir dann in die Investition gehen, zu einer Neuanschaffung, dann sehen wir hier pro Lieferant, den wir haben, wie sich das Ganze verteilt. Also es ist relativ genau, damit die Projektleiter dann auch rausfinden, wo sie in einem Monat, sie haben 40.000 geplant, haben 35.000, gut. Oder sie haben 85.000 Überschuss, aber sie sagen, gut, das ist völlig normal, im nächsten Monat habe ich das vorgezogen. Also da sind wir jetzt relativ dahinterher, dass die Projektleiter auch sagen, das, was an Kosten reinkommt, entspricht meiner Planung oder ihre Planung anpassen zum nächsten Projektsteuerungsausschuss. Eine Frage, du hast eine wunderbare Liste von euren Lieferanten alle gezeigt, gefühlt 100 Stück. Gibt es die Möglichkeit, nur die wichtigsten oder wo ein Budget geplant ist, anzuzeigen oder? Möglichkeit gibt es. Gibt es die Möglichkeit, okay. Es ist ein Trade-off. Wenn sie nicht da ist, muss man sie irgendwie einblenden. Und wie ist dieser Einblendmechanismus? Das heißt, wir haben dann im PMO fast mehr damit zu tun, das wieder einzublenden, als für den Projektleiter schnell alphabetisch runterzuscrollen bis zu dem, was er will. Aber das kann man entscheiden, wie man das. Also Konverso. Ja. So, jetzt bei Ressourcen, das hat uns wirklich sehr, sehr geholfen. Wir sehen hier Request, das ist die Darstellung, wie sie der Projektleiter vor sich hat. Die anderen Tabs, die anderen Knöpfe hier sieht er nicht, Allocation, Planner bis Capacity. Und er würde jetzt hingehen und wir planen bei der KPT nicht auf Name, sondern auf Rolle. Das habe ich einige Male jetzt eingeführt bei anderen Firmen, als ich noch Berater war. Immer wenn eine Firma das unbedingt auf Name haben wollte, ist das richtig schwierig geworden, das Projekt. Also ich würde das nicht empfehlen, kann man natürlich machen, wie Sie das dann brauchen, aber ich würde immer empfehlen, auf Rolle zu planen und dann später durch den Vorgesetzten den Namen zuweisen zu lassen. So machen wir das zumindest. Ich sehe da gelegentliches Nicken und von daher gehe ich mal davon aus, dass das nicht nur meine Meinung ist. So, jetzt habe ich hier einen Projektleiter und man sieht schon, das Ganze ist relativ einfach dargestellt und wird dann schon zusammengezogen auf das, was ich da möglicherweise dann brauche. Dann gehe ich da auf Senior Projektleiter IT und ziehe den rüber oder drücke da, was der Renke Hol hat vorhin schon gezeigt, oder drücke da auf das Plus und dann wird er da angezeigt. Ich kann hier meine Stunden einplanen, die ich da brauche. Hier oben erst noch auswählen, 2025, vielleicht ganz 2025, ganz 2024 oder halt nur einen Bereich, den ich möchte. Zum Beispiel hier die 4 Monate. Das, was da oben blau unterlegt ist, das wird unten immer dargestellt. Und dann suche ich meinen Projektleiter, sage Senior Projektleiter IT. Nehme den darüber. Wenn ich einen zu viel habe, kann ich ihn anfassen. Ein schöner Vorführeffekt. Anfassen und einfach wieder rüberziehen. Wegziehen. Und dann trage ich da ein, zu was ich ihn brauche. Ich brauche ihn 50 Stunden. Und wenn ich ihn jetzt 4 Monate lang 50 Stunden brauche, dann fasse ich da unten an, ziehe das rüber und dann habe ich ihn 4 Monate 50 Stunden eingeplant.
Wenn ich jetzt sein Chef bin, da haben wir einen Prozess, dann geht das zu seinem Chef und dann muss ja irgendeine Ressource zugeteilt werden. Dann wechsle ich hier oben auf Allocation und gehe da drauf und jetzt guckt der Chef, dann haben wir das so organisiert, dass die Chefs nur noch ihre Mitarbeiter sehen. Und hier sehe ich dann, wer rot heißt, eigentlich schon ziemlich absorbiert. Da würde ich mal sagen, gut, dann machen wir das so. Ziehen den darüber, den Mitarbeiter, tragen hier ein 50 Stunden, das passt, okay. Und wenn man jetzt, wir sind jetzt hier im Demosystem und deshalb funktioniert das hier nicht so gut, da stehen jetzt, nachdem ich 50 Stunden eingegeben habe, minus 50. Da würden aber eigentlich die verfügbaren stehen. Das sind jetzt natürlich, weil 0 Stunden eingegeben sind, gleich minus 50. Aber das ist relativ gut, dass man dann sehen kann, kann ich da den Mitarbeiter eigentlich zuteilen, ja oder nein. Wir haben bei uns das Problem, wir haben auch das Ressourcenmanagement so im Einsatz, zwar in dem anderen PPM-Tool, aber die Funktionalität ist die identische. Wir haben bei uns aktuell das Problem, wenn wir jetzt fürs nächste Geschäftsjahr Ressourcen-Capabilities planen. Ja, wir machen das auch so, wie du es gesagt hast, nur auf Capability-Ebene. Ja, aber wir haben die Schwierigkeit, wir wissen ja jetzt noch nicht, wann wir nächstes Geschäftsjahr dieses Projekt wirklich identisch machen. Das heißt, was wir jetzt gerade machen, ist, wir planen ganz viel Capability in den Oktober rein, damit ich es zumindest in dem nächsten Geschäftsjahr habe. Für uns wäre es super, wir hätten quasi die Möglichkeit, in einem früheren Stadium auch auf Jahresebene zu planen. Aktuell kann ich ja immer nur auf Monatsebene runtergehen. Das heißt aber, ich muss zu dem Zeitpunkt musst du jetzt schon wissen, dass das Projekt im November startet. Das kann aber ein Projektmanager bei uns manchmal noch gar nicht wissen, ob das Projekt im November startet. Also jetzt haben wir recht, ich glaube, wir reden von 2 Sachen. Das eine ist, sollte das Projekt starten, das wäre das What If, dass ich mir überlege, kann ich es starten? Dazu muss ich die Ressourcen haben, da muss ich auch eine saubere Planung haben, wie viele Ressourcen sind noch frei. Und dann überlege ich mir, sollte es starten? Ressourcen zuteilen zu Projekten würde ich nur, wenn ich weiß, dass sie starten. Ja? So gesehen würde sich das Problem nicht stellen. Doch, weil wenn ich also ich verstehe, was du meinst, gebe ich auch recht, aber wenn du jetzt die Capability-Planung machst und du hast Senior-Projektleiter IT, hast du ja x Stunden in dem Jahr zur Verfügung intern, ja, und jetzt musst du ja überlegen, wie viele Projekte können wir jetzt über diese Capability abfackeln, nächstes Geschäftsjahr. Und ich weiß jetzt noch nicht, wann ich ja nächstes Jahr dieses Projekt grob mache. Das heißt, ich muss ja irgendwo diesen Topf abbilden, ja. Und so wie es aussieht, ist es ja alles auf Monatsebene. Wie macht ihr das jetzt? Ihr wisst ja noch nicht, dass ihr das Projekt, also woher weißt du, dass du im November 50 Stunden Senior-Projektleiter IT brauchst? Also das ist eine Frage, wie setzt man die Spielregeln? Wir machen es so, dass wir nur Projekte beplanen, wo wir wissen, wann sie starten und wann sie enden. Okay. Und alle anderen sind in einer Verfügungsmasse in dem What If. Okay. Wir haben das noch nicht, wir wollen das noch installieren, aber das mache ich jetzt natürlich manuell auf einer ähnlichen Basis. Und dann überlege ich mir, könnte ich das Projekt starten? Ja, nein, das ist aber fast schon ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen. Aber wir beplanen nur Projekte, von denen wir wissen, wann sie starten und enden. Und jetzt sage ich hier mal, das sind auch in den 3 Monaten. Und hier hinten stelle ich fest, da habe ich gesprochen, da braucht es eigentlich, werden es mehr gebraucht. Wenn ich hier jetzt irgendwie nur 40 Stunden eingeben würde, dann ist das rot da oben. Kann man nicht so gut erkennen. Also wenn das genau zugeteilt wird, ist es grün. Jetzt hier im Januar ist es rot und da im Februar ist es gelb. Das heißt, das ist überplant. Er hat zu viele Ressourcen bekommen. Man kann es sehr, sehr einfach, sehr schnell sehen. Gut, das Ganze würde ich jetzt einfach mal speichern. Und dann gibt es hier eine sehr schöne Übersicht. Ich würde mal sagen, wir steigen hier vielleicht in die... Das wäre jetzt so eine Übersicht. Hier sieht man auch schon, dass wir im Moment bis Dezember geplant haben. Grün ist gut ausgeplant. Rot ist entweder zu viel oder zu wenig. Hier sind noch 174 Stunden plus, die könnte man noch vergeben. Da wären schon 8 Stunden minus, das ist noch gut, das ist noch grün, aber da wird es langsam wieder rötlich. Da mit den 44 Stunden. Das heißt, alles, was rot ist, ist nicht gut, zu wenig oder zu viel. Und das ist vorhin schon gezeigt worden, das ist jetzt relativ gut, wenn man da drauf geht. Da kann man relativ gut sehen, in welchem Projekt jemand zugewiesen ist und mit welcher Rolle. Risiken, glaube ich, muss ich nicht mehr sehr viel, ich glaube, das, ja. Muss der Projektleiter für die
ganze Projektlaufzeit auf die Ressourcen auf Monatsebene? Also auch wenn es bis 2027 oder so Ja. geht? Viele Jahre? Ich möchte nicht, dass ein Projektleiter, ich weiß, das ist ungenau und da passieren viele Sachen bis dahin. Wir haben jeden Monat einen Ressourcenüberprüfungsprozess, nenne ich das mal. Das heißt, wir schicken am ersten Montag im Monat an die Projektleiter ein Review, check bitte, ob deine Ressourcen noch stimmen. An jedem zweiten Montag im Monat eine Information an die Vorgesetzten, prüf bitte, es hat sich was verändert. Und die Ressourcenmanager planen dann auch schon die Mitarbeiter bis dorthin? Ja. Okay. Das ist im Moment, ich erhoffe mir da sehr viel über die KI, weil wir auch unterstützen könnten. Also Zuteilungen sind, warum nicht automatisch zuteilen? Fragezeichen. Wenn er sowieso hingeht und sagt, ja, das ist so weit weg, dass ich teile das erstmal zu, das passt für mich schon. Wenn das näher kommt, kann ich das immer noch manuell übersteuern. Man muss auf der anderen Seite, was wir machen, ist, wir kommen vom Nutzen her. Das heißt, wir fragen die Chefs, wie willst du führen? Was brauchst du zum Führen? Und für die Führung produzieren wir dann die entsprechenden Unterlagen. Das heißt, wenn er diese Unterlagen möchte, die er braucht zum Führen, dann muss er auch das eingeben. Das heißt, wir drehen das eigentlich um. Erst Nutzen und dann Arbeit. Haben wir Zeit für Fragen, gerne? Okay. Ich habe gerade eben gesehen, du planst auch Linienaufgaben quasi in das Tool rein. Ja. Wie machst du das? Ein Projekt Linienaufgaben. Über ein Projekt Linien, okay. Ja. Ich habe auch ein Projekt Ferien, ein Projekt Admin. Also dass jeder Mitarbeiter 10 Stunden, ein Vollzeitmitarbeiter 10 Stunden Admin bekommt. Linienaufgaben für Projektleiter, die haben fast keine Linienaufgaben, außer es gibt mal ein Projekt in der Linie in meiner Abteilung. Ansonsten sind Projektleiter immer in Projekten. Aber es gibt durchaus für PMO-Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und Projektunterstützung, wenn sie nicht im Projekt sind, allgemeine administrative Tätigkeiten, das sind Linienaufgaben. Und die müssen ja auch irgendwie auftauchen. Wir haben auch, und das ist vielleicht noch spannend für Mitarbeiter, es gibt Mitarbeiter, die sind mal in Projekten oder zur Hälfte in Projekten, zur Hälfte machen sie einen Linienjob. Dann muss ja irgendwo klar sein, dass 50% schon mal weg sind von ihrer Kappa. Und die können über Linienaufgaben dann schon mal, das machen wir fragen vorher, sagen dann, die 50% sind grundsätzlich weg. Und wenn dann eine Nachfrage kommt, dann sieht der Chef schon, dass die 50% weg sind und dass er nur die 50%, dann muss sich keine Sorgen machen, dass er die überplant. Wir alle zu den Rollen oder ja, dass Rollen ganz häufig 1:1 sind zu echten Ressourcen. Wir haben aber fachliche Skills, die wir brauchen aufgrund von Hochspezialisierung. Wie sieht das aus? Ist das abbildbar? Bildet ihr das ab? Gerade von der Verfügbarkeit, weil es genau nicht 1:1 ist, sondern eine Person hat mehrere Skills und halt nur eine Rolle. Ja. Nein, wir machen es nicht. Warum machen wir es nicht? Weil wir einen Vor- oder einen Nachteil haben. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Wir haben endlos viele Rollen in der KPT, weil wir die dann so abgebildet haben, dass die Skills, sobald ein Skill sich unterscheidet, gibt es eine neue Rolle. Was schwierig macht im Rollenmanagement, aber einfach macht dann, man braucht das Skill-Management nicht mehr. Auch das ist wieder so, wie vorher schon diskutiert, so Trade-off. Was mache ich jetzt? Viele Rollen müssen ja auch im Active, das muss ja alles organisiert werden und zusammenpassen. Und dann gehen Mitarbeiter und wird reorganisiert und da gibt es massenweise Änderungen von Rollennamen. Das sind Herausforderungen, aber einen Tod muss man sterben. Gut. Also Risiken würde ich sagen, gehe ich mal drüber, außer es gibt einen Wunsch. Dann haben wir hier Change Requests, die wir abbilden können. Das geht immer mehr oder weniger, alle Einträge laufen immer über dasselbe. Man klickt auf ein Plus, neues Risiko, neuer Change Request und dann gibt es eine Liste, die man ausfüllt. Das ist hier so. Das ist bei den Decisions so. Dann gibt es bei uns auch den PL-Status. Das waren vorhin KPIs, wo dann der Projektleiter seinen Status hinterlegt. Wir haben das etwas anders gemacht. Da kommt der Status heute zum Beispiel, dann welches Jahr, um den Timestamp zu bekommen. Dann der generelle Status. Dann, was habe ich letzte Periode gemacht? Was werde ich in der nächsten Periode machen?
Und dann haben wir hier genau dasselbe, was eben schon gezeigt worden ist, allerdings da mit einem Trend, Consistent Positive Negative. Und sobald hier nicht grün ausgewählt wird, sondern rot oder gelb, müssen hier bei diesen dreien zum Beispiel hier natürlich die Tendenzen müssen immer hinterlegt sein, muss da auch ein Kommentar hinterlegt werden. Warum ist das gelb, warum ist das rot, wie ist dazu gekommen und was werde ich tun, um... Hier unten hat man dann die Timeline. Und so sieht das dann genauso aus, wie das eben schon gezeigt worden ist. Dann Dokumente, das ist die Verbindung zu SharePoint. Dashboard ist schon gezeigt worden und Statusreport gibt es dann hier, wo wir auf ein, sagen wir mal, mit seinen eigenen, wie gesagt, das Reports-Thema ist jetzt nicht so gewesen, dass man da jetzt irgendwie aus dem Vollen hätte schöpfen können. Das scheint sich jetzt verändert zu haben. Ich habe da vieles gesehen, wo ich sagen würde, wow, das würde ich mich drauf freuen, wenn wir das jetzt demnächst mit der neuen Version bekommen. Aha. Und dann würden wir hier mal auf Status Report gehen. So sieht das im Moment bei uns aus. Das heißt, das kann man auch alles vergrößern. Kennt ihr, das ist jetzt fertig. Wir haben hier 4 verschiedene Seiten. Wir haben generelle Informationen, wo da steht, genereller Status, nächste Periode, letzte Periode, einige KPIs. Und dann auf der nächsten Seite Informationen zu den Tasks zusammengezogen. Dann eine Information zu Change Requests, Decisions bzw. Risiken. Und eine Seite zu den Financial Reports. Wenn ich das hier jetzt aufrufe, sieht das genau gleich aus, eigentlich ziemlich langweilig, nämlich leer, weil wir das hier jetzt noch nicht aktiviert haben für die Testversion. Ja? Ich hätte 2 Fragen, einmal zu dem Status Report, wir nutzen das auch. Bei uns ist das Problem, dass man das nicht im Vollbildmodus anzeigen kann. Auf dem Laptop schaut es immer relativ winzig aus. Habt ihr dafür zufällig eine Lösung? Wir haben leider keine gefunden. Den ganzen Report? Ja, dass man das irgendwie im Präsentationsmodus zeigen kann. Auf was zeigen kann? Auf ja, wenn man es präsentiert. Nee, wenn man einfach so einen Präsentationsmodus, das ist immer relativ das einzelne Feld oder alles? Das Ganze. Ja, das Ganze, nein, das wird nicht größer. Schade. Ja, genau. Also was man machen kann, wenn du online bist, das geht. Okay. Was man machen kann, das kennt ihr auch, wenn man dann da auf dem ist. Die einzelnen Felder vergrößern. Ja. Ja, das schon, aber dann, genau. Wir haben noch so ein Gesamtportfolio-Übersicht davor geschaltet, dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Ja. Vielleicht, ich glaube, der Jakob hat aufmerksam zugehört. Hat schon sein Notizbuch gezuckt, sein mentales. Gibt es mehr Möglichkeiten. Power BI direkt im Power BI Desktop, dann hast du besser Zoom und nicht Zoom. Du kannst mit dem Power BI Plugin in PowerPoint, da geht es auch. Und kannst du das halt auch mit der Presented machen, was ich gesagt habe, wo ich den Download, da kreiere ich halt mein PowerPoint. Da bestimme ich, was ein Slide ist. Und dann, ja. Was im Knopf, dann kann man das einmal präsentieren. Aber hier im Browser geht ja auch den Zoom, du kannst ja auch den Menü, du kannst ja ganz... Wäre wahrscheinlich spannend, ja. Ja. Du hattest noch eine zweite Frage? Ja, genau, zweite Frage. Das mit den Documents, wenn wir das nochmal kurz sehen könnten, diese SharePoint-Integration, wie ihr das gelöst habt. Ich wechsle mal da drauf. Hier vorne, wenn man hier auf den Details ist, dann haben wir hier, da links, das andere links, hier die SharePoint-Seite verlinkt, und zwar ist das der Link zu der Seite in MS Teams auf Documents. Wenn ich jetzt auf Documents gehe, dann bekomme ich da angezeigt, was SharePoint ist, und kann hier direkt dran arbeiten. Muss nicht. Wird das manuell benutzt oder? Du legst einmal den Link selbstständig da vorne auf die Seite. Der Rest wird dann automatisch. Ich meine, das ist ja dieselbe Darstellung. Sonst Fragen sind jederzeit gerne.
Dann wäre ich eigentlich schon so gut wie durch. Vielleicht ein paar Learnings, das jetzt weder abschließend noch vollständig. Ich glaube, das Erste, das kennen wir. Standard. Ich habe mir einige Male vom Team anhören müssen, Volker, geht es nicht auch einfacher? Bei der KPT, wir haben so als Slogan die einfachste Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus. Passiert häufiger, dass jetzt bei uns irgendjemand mal sagt, geht das nicht auch einfacher? Das ist ein Standard. Geht es nicht auch einfacher? Geht's nicht einfacher? Muss mir einige Male anhören, Volker, geht es nicht auch einfacher? Willst du wirklich das und das und das? Und dann, ja, es ist gut, wenn man das auch mal gesagt bekommt. Also Standard. Dann ein Entscheider im Projektteam, ganz wichtig. Ich glaube, das wisst ihr alle. Es braucht jemand im Projektteam, der selbst direkt im Team entscheidet und nicht Entscheidungen irgendwo hingetragen werden. Die Projektleiter einbeziehen in die Arbeiten, das haben wir immer wieder gemacht, iterativ. Projektleiter direkt Ringer, wie willst du arbeiten? Passt das für dich? Ja, passt für mich. Nächster Punkt. Na, das passt nicht für mich. Okay, dann enden wir es. Ein agiles Vorgehen würde ich jederzeit machen. Wartet nicht, bis alles fertig ist, sondern nehmt was und arbeitet mit dem schon mal. Auch wenn es vielleicht nur 30% sind, arbeitet mit dem mal. Und dann macht er wieder 30% und dann vielleicht nochmal 10 und nochmal 10. Nicht abwarten, bis es irgendwie komplett fertig ist. So habt ihr auch es ist schön in der Kommunikation. Wenn ihr das so kommuniziert, dann erwarten nicht alle das perfekte Projektmanagement-Tool. Die Erwartungshaltung, das Expectation Management ist einfacher. Wenn ihr erstmal ewig wartet und dann aus der Kiste springt, und in der Schweiz heißt es so schön, wir hatten mal einen Bundesrat, das sind bei uns die Minister, der hat den Satz geprägt, Freude herrscht. Irgendwas ist fertig und dann Freude herrscht. So, nein, dann herrscht keine Freude. Dann kommen die Leute und sagen, ja, aber ich habe gedacht, das ist fertig. Wenn ihr so lange wartet, bis ihr alles perfekt habt, dann erwarten die Leute auch, dass es perfekt ist. 80-20-Regelung weglassen, das kennen wir alle. Die letzten 20% sind die teuren 80%. Dann Nutzungs- und Ruhephasen einbauen. Wir haben ganz am Anfang den Projektplan gesehen, dazwischen waren Lücken. Das heißt, etwas live setzen und dann abwarten. Und mal gucken, wie setzt sich das. Und dann den nächsten Schritt machen. Dann Projektum einbauen, wo immer es geht. Wir haben Prozesse und jetzt Projektum einbauen. Wir haben irgendwo, ich baue, wo immer es geht, irgendwo mit der Geschäftsleitung, mit der Abteilungsleitung, mit den Teamleitungen, mit den Mitarbeitern selbst, wo immer es geht und Projektum Daten liefern kann, baue ich das jetzt ein. Und da brauche ich jetzt eben dringend die KI, denn das, was ich da gerade eben gesehen habe, das ist das, was mir fehlt. Dass man auch interagieren kann mit denen. Nicht nur Daten holt und aha, interessant, aber jetzt habe ich eine Frage und schon muss ich das PMO anrufen. Ich würde ganz gerne die Frage direkt an das System stellen. Oder das System sich meldet. Ich träume noch davon, man kann einem System relativ leicht bringen, was ein gesundes Projekt ist. Das ist gesund, wenn das. Da haben wir alle eine grobe Vorstellung. Vielleicht unterschiedlich, aber wir haben alle eine Vorstellung. Das kann man dem System doch beibringen. Und wenn das System dann über alle Projekte geht, dann findet es selbst raus, wo Unterschiede sind und kann von sich aus den Projektleiter anfunken und sagen, hier fehlt noch was oder da ist was zu viel oder da hast du ein Problem. Warum macht das System das nicht? Warum muss mein PMO das machen? Das ist nicht nötig. Dann eine Software auswählen, die nur geringen Schulungsaufwand erfordert. Ich habe Schulungen angesetzt mit 1-2 Stunden mit Nicht-Projektleitern. Und die haben mich nach 20 Minuten weggeschickt und gesagt, das ist doch alles klar. Das ist doch selbstverständlich. Das funktioniert so und so und so. Und okay, das ist wirklich ein Traum. Also ich habe selten so wenig Schulungsaufwand erlebt. Wie gesagt, ich bekomme immer 100 Franken für jedes Mal, wo ich das sage. Nein, aber wirklich selten so wenig Schulungsaufwand erlebt wie mit dem System. Das ist wirklich selbsterklärend, intuitiv bedienbar. Ein Einführungspartner, der dienstleistungsorientiert ist, so, dass wir mit Hollert einen guten Partner gefunden haben. Das war jetzt Zufall. Ich habe einen Partner in der Schweiz gesucht und keinen gefunden. Oder ich habe einen gefunden, aber der war nicht so. Und dann hieß es von Projektum, ja, wir hätten dann noch jemanden in München. Ich sage, gut, München ist weit weg von der Schweiz. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Mit einem Namensvetter von dir, mit einem Maximilian Wagner, wirklich großartiger, kundenorientiert, fantastisch. Und viel kommunizieren, reden. Es ist immer so, dass wir als Projektleiter sagen, wir haben es doch alles durchgeplant, das steht doch da. Nein, reden darüber. Wenn man einführt, wenn man was macht, wenn man irgendwas machen will, wenn man irgendwas neu plant, fragen, passt das für euch, welchen Nutzen habt ihr, kennt ihr alle das Thema. Ja, das wär's. Waren schon einige Fragen? Oh, das
Vielleicht noch nur eine Bemerkung noch von meiner Seite. Also das mit dem Schulung kann ich bestätigen. Wir haben das ja bei uns eingeführt vor einem guten Jahr jetzt. Und ich habe einfach nur, ich glaube, 7 Schulungsvideos gemacht, 2 bis 3 Minuten. Wir haben 300 User und ich habe, also wie viele mich gefragt haben, vielleicht 10 Rückfragen oder so. Und damit sind die super klar gekommen. Also kann man wirklich gut effizient schulen. Das liegt bei uns auf dem SharePoint, die Schulung, die Leute gucken da rein. Und ich sage, bevor ihr das nicht angeschaut habt, redet ihr nicht mit mir. Und dann funktioniert das wirklich sehr effizient. Gut, dann teilen wir die 100 Franken. Du kriegst auf. Also erstens möchte ich solche Anwender auch haben, die du hast. Ja, kommt mir nicht so bekannt vor, aber gut. Wie geht ihr mit dem Thema Datenqualität um? Also wir haben bei uns enorme Probleme mit der Datenqualität. Wir haben seit 2 Jahren jetzt eine PPM-Software im Einsatz und haben enorm viele Logikfehler, ja, falsche Daten im System. Ja, und dadurch wird natürlich alles, was wir Richtung AI diskutieren, sinnlos, ja, weil ohne gute Datenbasis schlägt mir die AI auch falsche Risiken vor für ein Projekt und falsche Stakeholder. Wie geht ihr damit um? Macht ihr da irgendwie Datenprüfungsmechanismen rein oder? Ja, Datenprüfungsmechanismen ist mein PMO. Das heißt, sie gucken dann drüber und finden raus. Und das ist so ein Punkt, wo ich nicht verstehe, warum sind wir da weiter. Da hoffe ich wiederum sehr auf Projektum, auf die AI. Es gibt Fehler und Fehler. Wenn ich sehe, dass ein Change Request akzeptiert worden ist, aber die Timeline noch nicht geändert worden ist, dann kann die KI das locker sehen. Change Request akzeptiert, neue Timeline ist, Timeline anpassen, go. Dann muss ein Projektleiter nicht mehr drüber gehen. Es gibt Fehler, die sind selbsterklärend und die kann auch eine KI lösen. Es gibt Fehler, die kann KI, wo sich fragt, mache ich das hier richtig? Dann muss sie Frage stellen. Und es gibt Fehler, das weiß sie nicht. Da muss sie nachdenken und das kann man entscheiden. Und das müsste sie auswerfen. Aber da hoffe ich sehr auf das, was da jetzt kommt an künstlicher Intelligenz, dass das Projektum da drüber geht und sagt, was kann die Maschine machen für die Projektleiter? Wie können wir Datenqualität erhöhen? Das erwarte ich von Projektum, dass sie kommen und uns Angebote machen. Wir helfen auch gerne mit und arbeiten da zusammen. Aber das ist haben wir alle das Problem und das kann man zentral lösen. Im Moment ist es menschlich. Also menschlich, jemand guckt drüber, macht eine Mail, ruft an, stupst. Gut, herzlichen Dank, war spannend.